Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, welches sich heute mal wieder um das Thema Smart Lock dreht, aber nicht um dieses Nuki Smart Lock hier an sich, sondern um ein Zubehörteil, welches mir die Arbeit vor der Tür bzw. das Hereinkommen erleichtern soll. Und das ist das Nuki Keypad 2, welches ich mir dazu gekauft habe, um da halt einfach noch besser und noch optimaler die Tür öffnen zu können, gerade wenn man kein Smartphone dabei hat. Ja, wir sprechen hier tatsächlich vom Nuki Keypad 2. Warum ist das wichtig? Die Version 1 hatte eben unten diesen Fingerabdrucksensor noch nicht, sondern nur oben diesen Codeblock sozusagen. Für mich ist aber entscheidend, dass ich das Ding auch mit dem Finger aufmachen kann, weil es halt viel einfacher ist, gerade auch für Kinder und so weiter und so fort. Deswegen habe ich mich für die Version 2 entschieden, obwohl diese halt deutlich teurer ist als die Version 1. Hier gibt es dann nochmal ein paar Informationen. Auf der Rückseite ist dann nichts mehr drauf, also insofern an Fakten gibt es nicht ganz so viele. Ihr könnt bis zu 20 Fingerabdrücke speichern, um dann entsprechend den Zugang zu eurem Schloss bzw. Tür zu gewähren. Gut, schauen wir mal rein und gucken, was denn Nuki hier so mit reinpackt. Und wenig überraschend dürfte es wahrscheinlich das eigentliche Keypad sein, denn das macht ja Sinn. Und wir haben hier noch, eine relativ große Anleitung, oder was ist das hier? Gucken wir mal rein. Ah ja, okay, eine Bedienungsanleitung. Ich hoffe ja, die brauchen wir nicht, denn wir richten das Keypad natürlich nachher mit der Nuki-App ein. Insofern werden wir die vermutlich nicht unbedingt brauchen. Dass die auf Deutsch verfügbar ist, verwundert nicht. Nuki ist ja schließlich ein österreichischer Hersteller. Dann haben wir hier aber das eigentliche Keypad, während ich hier noch parallel versuche, dieses Ding passt nicht, egal, beiseite legen, weitermachen. Da ist das eigentliche Keypad. Ein schlichter schwarzer Balken, auf der Rückseite ist dann noch die Halterung zu sehen. Die könnt ihr zum einen verschrauben, zum anderen aber natürlich auch aufkleben. Und wir haben hier natürlich auch einen Akkubetrieb, der auf der Rückseite zu sehen ist. Ansonsten, wie gesagt, hier die Möglichkeit, das Ganze per Klebeband oder per Schrauben aufzubringen. Auf der Vorderseite seht ihr dann die entsprechenden Tastenfelder, um das Ganze öffnen zu können. Apropos Akkus, wer zu dem Thema Strom und Akku was wissen will, für den ist vielleicht der heutige Werbepartner etwas. Denn das ist Enka mit seinen Balkonkraftwerken, zum Beispiel der Solarbank 2. Da gibt es aktuell 15%. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, wenn ihr mögt. Die Solarbank 2 Pro oder beziehungsweise auch die Plus sind Systeme, mit denen ihr jetzt 2400 Watt dran stöpseln könnt über 4 MPPTs. Das alles in einem Gerät, also ein All-in-One-Gerät, was ich persönlich sehr, sehr spannend finde. Da habt ihr nicht noch einen separaten Wechselrichter oder ähnliches, sondern alles in einem. Deswegen sind hier Akku, Solarregler und Mikrowechselrichter oder Wechselrichter in ein System zusammengefasst. Das spart natürlich zum einen Platz, zum anderen habt ihr aber auch ein Teil, welches ihr nur benutzen und anschließen müsst. Also das Ganze ist nochmal deutlich vereinfacht. Ihr könnt die Kapazität auf bis zu 9,6 Kilowattstunden erhöhen. Dann kriegt ihr noch zusätzliche Batteriemodule, die ihr mit aufbauen könnt. Das seht ihr dann auf dem ganz rechten abgebildeten Teil. Ihr könnt das Ganze draußen platzieren wegen der IP65 Schutzklasse. Ihr könnt es bei minus 20 Grad betreiben wegen einer separaten Heizung, die das System dann entsprechend auf Temperatur hält. All das ist mit dem neuen System möglich. Zusätzlich könnt ihr auch direkt Strom aus dem Akku ziehen, wenn das notwendig ist für die Prepper unter euch, sodass ihr da auch die Möglichkeit habt, über 1000 Watt aus der einzelnen AC-Steckdose zu ziehen. Zusätzlich gibt es noch einen Smart Meter, welches ihr einbauen könnt, um die Reaktionszeiten deutlich zu verbessern, sodass dann euer gesamter Stromhaushalt über den Smart Meter und das Balkonkraftwerk plus Akku gesteuert wird. Das ist eine zusätzliche Funktionalität, die jetzt noch mit dazugekommen ist in der neuesten Generation. 6000 Ladezyklen gibt es. Das hält natürlich erstmal eine gewisse Zeit vor. Es gibt eine Lebensdauer von 15 Jahren und eine Garantie von 10 Jahren, sollte also für die meisten von euch reichen. Wer noch Fragen dazu hat, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ansonsten findet ihr den Link zu Enka auch direkt unten in der Videobeschreibung. Und damit sind wir wieder zurück beim Nuki Keypad, denn jetzt gehen wir einmal in die Einrichtung und den Setup über die Nuki App. Wir wählen also zunächst unsere Tür aus, die relevant ist oder beziehungsweise die wir ansteuern wollen mit dem Keypad, finden dann im mittleren Bereich auch schon das Keypad als zusätzliches Zubehör vor und können jetzt ein Keypad hinzufügen. Da bietet euch die App jetzt hier einen relativ einfachen Leitfaden, wie man da an die Einrichtung herankommt. Ihr müsst zunächst mal den Pfeil nach links, ganz rechts unten auf dem Keypad
länger gedrückt halten, um das Ganze in einen, ja, ich nenne es mal Kopplungsmodus zu versetzen, wenn man so will. Und schon kann dann die App auch entsprechend erkennen, dass ihr das Ganze miteinander koppeln wollt. Sprich, wir nehmen das jetzt hier einmal in die Hand, drücken einmal drauf. Ihr seht oben schon an den LEDs, dass das Ganze jetzt auch in den Kopplungsmodus gegangen ist. Jetzt werden die beiden Geräte, also beziehungsweise nicht die beiden Geräte, aber quasi das Keypad und die App beziehungsweise das Schloss miteinander verbunden. Das erste, was ihr machen müsst, ihr müsst einen Code eingeben, der dann entsprechend als Absicherung dient, wenn jemand zugreifen möchte über die App, dass ihr da den Code entsprechend eingeben könnt. So, ich habe hier mal vorgetippt. Das wird nicht der Code sein, den ich nachher verwendet habe, denn erfreulicherweise habe ich den nochmal getauscht. Das seht ihr jetzt hier nicht. Das ist hinter dieser kleinen schwarzen Abdeckung verbunden, damit auch hier entsprechend nur ich letztlich auf das Keypad zugreifen kann. Wofür dieser Code? Ganz einfach, nachdem ihr den Code eingegeben habt oder den im Zweifel in der App gespeichert habt, könnt ihr dann die ganze Konfiguration auch vornehmen. Von daher macht es natürlich durchaus Sinn, dass das Ganze nochmal abgesichert ist. Was ich persönlich ganz gut bei Nuki-Geräten finde, ist, es kommt wirklich regelmäßig Software-Updates, so auch hier beim Keypad, welches ich jetzt ja quasi aktuell gekauft habe. Da gibt es eine neue Firmware-Version, die wird jetzt hier auch direkt installiert. Finde ich auch gut, dass das direkt passiert, bevor es losgeht, also bevor ihr das Ganze einrichtet und ihr nicht im Nachgang erst noch manuell die Firmware updaten müsst. Hängt einfach damit zusammen, dass gerade bei so sicherheitsrelevanten Themen es immer gut ist, dass der Hersteller da von vornherein die neuesten Versionen aufspielt, um die maximale Sicherheit zu gewährleisten. So, 75% haben wir durch. Das geht hier also jetzt relativ schnell. Ich habe da auch nicht vorgespult, sondern das ist live quasi die Zeit, die das Firmware-Update benötigt hat. Jetzt gleich wird es wahrscheinlich noch installieren. Genauso ist es auch. Da sehen wir es jetzt nochmal. Und jetzt sollten gleich auch parallel oben auf der Fernbedienung die beiden LEDs leuchten. Das seht ihr hier auch. Ich habe es nicht ganz synchron hingekriegt zwischen der Aufnahme vom Handy und dem, was wir hier auf dem Schreibtisch sehen. Also insofern wundert euch nicht, dass die nicht parallel blinken sozusagen, was normalerweise der Fall ist. Ja, also ihr werdet hier durch die Einrichtung wirklich sehr gut durchgeführt. Gleich kommen wir natürlich noch dazu, wie man denn dann auch einen Code bzw. Fingerabdruck einrichtet. Ihr könnt das ganze Thema auch in der App natürlich logischerweise nachher noch verwalten und Einstellungen vornehmen und so weiter und so fort. Ihr könnt auch immer mehrere Fingerabdrücke von Personen hinterlegen. Auch das ist kein Problem. Wie gesagt, bis zu 20 Fingerabdrücke lassen sich hinterlegen. Ergänzend dazu natürlich die Funktionalität oder die Möglichkeit, mehrere Codes noch zu hinterlegen. Das heißt, ich glaube, bis zu 100 Codes kann man hinterlegen und 20 Fingerabdrücke. Das ist so ganz grob mal die Hausnummer, in der wir uns da bewegen. Gut, Installation zieht sich jetzt ein kleines bisschen, muss man sagen. Auch hier habe ich nicht vorgespult, also das ist jetzt tatsächlich die Live-Installation. Insofern seht ihr hier, was passiert, wenn ihr eine Firmware aktualisiert. Jetzt sind wir aber durch. Und wir sehen auch rechts an der Fernbedienung, dass das Ganze jetzt voranschreitet sozusagen. Und jetzt wird das Smart Lock mit dem Keypad gekoppelt, sodass dann die Verbindung auch direkt hergestellt ist. Jetzt könnt ihr quasi hier einen ersten Code eingeben, um die Initialbefüllung des Keypads durchzuführen. Es gibt übrigens keine 0, das muss man vielleicht nochmal wissen, vielleicht auch gar nicht schlecht, damit man keine Geburtsdaten eingibt, genauso wie man nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6 eingeben kann. Aber was funktioniert, und ich habe den User nachher gelöscht, 987654, das funktioniert. Und das ist jetzt erstmal die eine Sache. Also wir müssen immer für jeden Benutzer einen Code zwingend hinterlegen und dann können wir aber auch noch einen Fingerabdruck hinterlegen. Das wollen wir jetzt natürlich auch nochmal machen. Damit ihr seht, also das ist ja für mich der eigentliche Anwendungszweck. Ja, ich möchte nicht unbedingt immer einen Code eingeben müssen, was auch okay ist, aber ich will ja den Fingerabdruck hinterlegen. Ne? Und genau das funktioniert jetzt hier auch. Ihr haltet den Finger drauf. Ihr seht oben, dass an den LEDs die Versuche sozusagen mitgezählt werden. Und nach dem letzten Versuch, glaube ich, noch ein letztes Mal, genau, und dann hat es auch gepasst. Dann könnt ihr jetzt quasi einen Namen hinterlegen, wo ich jetzt hier sagen würde, alles klar, das ist mein rechter Daumen. Oder Daumen rechts, genau. Dann wissen wir auch, was genau das ist und können das im Zweifel nachher wieder rauslöschen oder eben nicht. Ihr könnt da natürlich auch irgendwas anderes hinterlegen, spielt überhaupt keine Rolle. Es geht ja nur darum, dass ihr nachher den Fingerabdruck zuordnen könnt. So, möchtest du das Keypad zum Zusperren verwenden? Das solltet ihr euch genau überlegen. Wollt ihr von draußen die Tür auch abschließen können? Oder wollt ihr zum Beispiel mit dem Fingerabdruck das Ganze zuschließen? Hier muss man im Nachgang nochmal konfigurieren, was passiert. Denn wenn die Tür nicht abgeschlossen ist,
wird jetzt immer, wenn ihr den Finger drauflegt, die Tür nicht im Zweifel geöffnet, also die Falle gezogen, sondern es wird die Tür abgeschlossen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja? Das zeige ich euch gleich nochmal in den Einstellungen, welche Konfiguration ihr da vornehmen müsst, dass eben das nicht passiert. Wer die Tür abschließen möchte, kann natürlich hier in der Konfiguration auch entsprechend vorgehen. So, wir gehen jetzt nochmal rein in die Einstellungen, weil wie gesagt, 2, 3 Kniffe muss man da nochmal beachten. Also wir haben jetzt zunächst mal die Einstellungen, gehen hier, oder beziehungsweise wir haben unser Keypad, gehen hier rein, sehen, dass wir einmal unten die Berechtigung haben, also sprich den Zutrittscode, den wir gerade eben erfasst haben. Dazu auch meinen Fingerabdruck, der dazu mit erfasst ist. Wir könnten jetzt natürlich auch oben im Übrigen natürlich einen Namen vergeben, weil das ja sozusagen ein Benutzer ist. Und schauen uns jetzt nochmal an, was ist denn möglich in den Einstellungen. Also wir können oben natürlich den Namen sehen, wir sehen die ID, wir sehen eine Zugriffsstatistik, wer wann, wo, wie, über welche Vorgänge zugegriffen hat. Wir können den Sicherheitscode ändern, logisch. Wir können auch hier die Firmware nochmal aktualisieren und wir können hier tatsächlich auch die Zugänge zeitlich begrenzen. Also sprich, wenn ihr sagt, dieser Code soll nur heute gültig sein, ist auch das natürlich möglich. Die Helligkeit drehe ich ein bisschen runter, weil die LEDs waren mir etwas sehr hell. Wir können es zurücksetzen, ein neues Keypad verbinden und das Keypad entfernen. Wichtiger aber noch, aus meiner Sicht ist das Thema Sperraktion. Ja, also zunächst mal haben wir vorhin gesehen, Sperren erlauben bedeutet, dass ich jetzt auch mit einem Fingerabdruck oder dem Code das ganze Ding wieder abschließen kann. Ist aber ein Nachteil, wenn ihr die Tür oft nur zuzieht, sprich ihr wollt nur die Falle öffnen, dann müsst ihr hier aktivieren, dass ihr Tür öffnen möchtet. Ja, weil normalerweise sagt der Fingerabdruck, Tür abschließen, Tür aufschließen, das sind die 2 Funktionen. Bedeutet eben, wenn die Tür geöffnet ist, also sprich nicht geöffnet ist, sondern wenn sie nicht abgeschlossen ist, wird sie abgeschlossen, auch wenn ihr rein wollt. Ja, also nur die Falle ziehen. Nur die Falle ziehen lässt sich nur mit Tür öffnen aktivieren, musste ich auch tatsächlich erstmal mich reinfinden, deswegen habe ich das bei mir jetzt aktiviert und jetzt geht das Ganze auch ohne Probleme und ich kann auch eine nicht abgeschlossene Tür öffnen. Ja, und damit sind wir bei meinem Eindruck zum Nuki Keypad 2 angekommen. Erstmal grundsätzlich Verarbeitungsqualität und auch die Druckpunkte sind hier wirklich ganz hervorragend. Da braucht man sich keine Gedanken machen. Das ist auf jeden Fall von guter bis sehr guter Qualität. Auch der Fingerabdrucksensor reagiert sehr, sehr schnell. Also ihr braucht nicht lange warten, bis dann die Tür auch aufgeht, weil das wäre natürlich ein Killerkriterium sozusagen. Was man dazu sagen muss, die Abdeckung kann geschraubt und geklebt werden, aber bedeutet natürlich, das Ding kann euch theoretisch zumindest geklaut werden. Ich glaube, Nuki bietet da so eine Garantie an, wobei ich mich da noch nicht ganz eingelesen habe. Da ist es so, dass ihr da, glaube ich, vergünstigt oder erstattet das Nuki Keypad 2 dann bekommt, wenn es wirklich geklaut wird. Und Klauen ist tatsächlich ein Thema, denn wir benutzen das ja sozusagen als Ersatz oder als Ergänzung zu unserem Handy. Was man aber dazu sagen muss, das Ding ist halt nicht ganz günstig. Ne? Das kostet 160 €, was ich persönlich wirklich sehr, sehr teuer finde. Und da muss man einfach sagen, ob man die Kohle investieren möchte oder nicht für diese Fingerabdrucklösung, denn das Keypad 1 gibt es schon deutlich günstiger. Das überlasse ich jetzt mal jedem selber. Für mich persönlich passt's und insofern habe ich es mir auch gekauft. Wer noch Fragen hat, schreibt mir gerne in die Kommentare. Danke euch fürs Zusehen und Alexa, Kamera aus. Okay.